Sag mir, dass du in den Niederlanden bist, ohne zu sagen, dass du in den Niederlanden bist. Herzlich willkommen hier in Niehoven. Ich bin ganz verliebt. Und jetzt erinnert das auch ein bisschen an Disco-Beleuchtung. Das ist das Wohnzimmer der Stadt. Jetzt bin ich ganz oben im Norden der Niederlande angekommen. Weiter nördlich kommt eigentlich nichts mehr, zumindest keine größere Stadt. Und Groningen empfängt uns gleich mit einer ordentlichen Portion Humor. Die Stadt ist eine typisch niederländische Stadt, aber ohne die Touristenmassen wie zum Beispiel in Amsterdam. Und ich habe gehört, es soll freundlicher und viel gemütlicher hier sein. Mal schauen, ob das stimmt. Freut mich, dass ihr mit dabei seid. Los geht's. Who knows what tomorrow will bring? Maybe sunshine and maybe rain. But as for me, I'll wait and see. And maybe it'll bring my love to me. Who knows? Who knows? Who knows any better than I? Hi. Hi, Ich bin Simin. ich bin Maarten. Hi. Willkommen in Groningen. Ja, so you were working Und du there, arbeitest over in that diesem tower. Turm da oben? Yes, I'm Ja, one of the tower ich bin guards einer der of the Martini Turmwächter Tower. des Martini-Turms. Yes, want to take a look? Wollen wir hochgehen? Yeah, we'd like to. Let's go. When I wake up, well, I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, Oh, yeah, I know I'm gonna okay, ganz schön eng. be the man who goes along with you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more just to be the man who walked 1,000 miles to fall down at your door. When I'm walking, yes, I know I'm gonna be. It's a good time for a break. Ich brauche eine Pause, Martin. Ja, zum Glück sind wir hier im ersten Stock. Yes. And if you look up, Wenn du nach oben schaust, siehst du die Seile. Das sind die Seile, mit denen man die Glocken läutet. Jeden Sonntag kommen Leute hierher, um die Glocken zu läuten. Wirklich? by hand. Ja, von Hand. Wenn du willst, kannst du es selbst mal probieren an dem Seil. Hä? Natürlich will ich das probieren. Und da ist echt eine Glocke dran? Ja, How fun is that? Wie lustig ist das denn? Na gut. Okay. Am I too weak for Bin ich zu schwach für einen Glöckner? Yeah, you need to be man muss quite ziemlich strong. stark sein. Okay. Es war doch ganz einfach. Ah, cool. Oh cool, das möchte ich auch machen. Das möchte ich auch beruflich machen. Haben wir die 261 Stufen jetzt geschafft? You've made it. Ja, du hast es bis zur Spitze geschafft. Das sind die Glocken, die die Zeit angeben. Alle halbe Stunde läuten sie. They will ring. Of course, we can see the clock. Da sind ja auch die Uhren. Ja, jede volle und jede halbe Stunde schlägt die Uhr und die Leute wissen, wie spät es ist. What time it is. Au! The timekeeping Uhren clocks sind are- mechanisch, aber die Glocken, die du jetzt hörst, werden von einer Person gespielt. Wenn du willst, können wir uns das ansehen. Er spielt jetzt gerade? Ja, er spielt jetzt gerade. Ja, natürlich, cool. Auf geht's. Hi. Hi, du musst Jasper sein. Ich bin Simin. That looks super complicated. Das sieht super kompliziert aus. Die Glocken bewegen sich nicht, sie werden angespielt vom Klöppel. Der bewegt sich, wenn man diese Taste drückt.
pressing this key. Kannst du entscheiden, welche Lieder du spielst? I always make a Ich spiele immer einen Mix aus Klassik und Pop. Piano Man zum Beispiel. Piano Man, for example. Von Billy Joel? Von Billy Joel? Yeah, I like that too. Martin? Yes, I love that song. Ja, ich liebe das auch. Ah, ja. I'm not really sure how it goes. Is it that? But it's sad and it's sweet, and I knew it complete when I A younger man's clothes. Sing us a song, you're the piano man. Sing us a song tonight. Thank you, Jesper. We're in the mood for a melody, and you've got us feeling alright. So right now Gerade laufen wir über den großen Markt. Das ist der zentrale Platz der Stadt. Und dort drüben siehst du das Rathaus. Schön. Sag mal, bist du eigentlich von hier? Yes, Ja, I was hier born and geboren raised und here in the city. aufgewachsen. Und was liebst du an dieser Stadt so? It's a big city, Es ist eine but sehr it feels große like Stadt, aber a es small fühlt city. sich an wie ein kleines Dorf. Very difficult Es for ist sehr me schwierig, to mein Haus zu leave verlassen my und house and niemandem not zu really begegnen, den someone ich that I kenne. know. Hast du Do you Lust, dir wanna das go to the Wohnzimmer der living Stadt room of the anzusehen? city? Ja, sehr gerne. Yes, and it's this Dann way. da entlang. Willkommen im Forum. Oh, das sieht aber gemütlich aus. Ja, wie gesagt, das ist das Wohnzimmer der Stadt. The living room of the city. And, Hier sitzen Menschen aller Altersgruppen und verbringen den Tag. Dieses Gebäude ist wirklich für jeden gemacht. this building is really made for everyone. I'm curious to Ich bin gespannt, wie es auf den anderen Etagen aussieht. Ja, willst du nach oben? Dancing together all night. Why are you shining so bright, baby? I'm drowning. Here we have the place Hier for the oben students. die Studenten. Summer is over and I'm seeing the stars in your eyes, baby. I'm drowning. Und als es hier eröffnet wurde, haben da die Leute gesagt, endlich haben wir einen Ort. Die Leute waren sehr geteilter Meinung. Especially Nicht wegen der Funktion des Gebäudes, sondern vor allem wegen des Aussehens des Gebäudes. Es ist halt for a hypermodern. modern building. Please don't. And it's in Und es the steht middle mitten im historischen Zentrum der Stadt. Entweder lieben oder hassen es die Leute. Aber alle sind sich einig, dass die Funktion des Gebäudes gut ist und es einem wichtigen Zweck dient. important purpose. So fast. Here we have Hier ist die Bibliothek. on every floor. Auf jeder Etage gibt es Plätze, an denen Studenten sitzen und lernen können. Denn Groningen ist eine große Unistadt. Big student city. Summer is over and I'm seeing the stars in your eyes, baby. I'm drowning. Hier the ist das cinema. Kino. So do you know what? If you Wenn man visit Groningen besucht und es regnet, kann man hier locker den ganzen Tag verbringen. Ohne Probleme. Ja, man kann leicht einen ganzen Tag oder vielleicht sogar ein ganzes Wochenende nur in diesem Gebäude verbringen. Just in this building alone. The sky was so blue, like a lake. And then I saw her Welcome to the Willkommen auf der rooftop Dachterrasse. laying on the rocks. And I was thinking about asking her. They organize Hier werden verschiedene Dinge organisiert. Manchmal veranstalten sie Partys, manchmal gibt es Open-Air-Kinoabende. One fun fact I Eine didn't lustige tell you. Tatsache, die ich dir noch nicht über das Gebäude erzählt habe, ist, dass vor Baubeginn mehrere Entwürfe vorgeschlagen wurden. Und die Bürger der Stadt konnten darüber abstimmen, welcher Entwurf ihnen am besten gefällt. Letztendlich gewann dieser Entwurf die Abstimmung. This design won the popular vote. So as you can see Das here, ist der Turm, wo wir vorhin waren. just were. Yeah, I remember. Ja, ich erinnere If you mich. look over Und wenn man there, dort drüben hinschaut, sieht man, dass die ganze Stadt von Kanälen umgeben ist. and it goes all the way around the city. Dancing together all night. Why are you shining so bright, baby? I'm drowning. Have to say, Ich muss sagen, dass ich vom Forum ziemlich beeindruckt bin. Ja, es ist wirklich toll. Ja, vor allem, wenn es regnet. Ja, willst du dir jetzt ein UNESCO-Weltkulturerbe anschauen? ja. Dann geht es hier lang. This way? Da lang? Ja, Okay. So here, hier sind wir nun beim Snackhook. Oh nein, holländische Snacks aus dem Automaten.
Der Snack, den du dort siehst, This one? der Eierball, ist ein immaterielles UNESCO-Weltkulturerbe. So, Wie kommt es, dass das zum immateriellen Weltkulturerbe wurde? Weil es ein sehr beliebter lokaler Snack ist, den man nur hier in der Stadt bekommen kann. Guten Appetit! Da ist wirklich ein hart gekochtes Ei drin. Ich find's geil. Ich sag's, wie es ist. Lecker. Ey, ihr Holländer seid so bescheuert. Alles in die Fritteuse. Selbst ein Ei. Das ist niederländische Kultur. So, thanks Martin. Danke Martin, das hat Spaß gemacht. Ich treffe mich jetzt mit Sarah, die zeigt mir nämlich noch ein bisschen Kunst hier in der Stadt. At the University. Die Universität ist in die Richtung, oder? Perfekt. Thank you. Perfekt, danke und bis bald. Tot ziens. Ja, tot ziens. Bye bye. Bye. Hallo. Hallo. Muss Sarah sein? Ja, Ich hi. bin Simin. Freut mich. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, Und gleich schön, hier vor der Uni. Ja, es ist die jüngste Stadt überhaupt im ganzen Land. Wir haben ein Durchschnittsalter von 36 Jahren dadurch. Immer was los. Immer was los, macht's richtig lebendig. Wir haben ganz viel Kunst, davon gibt es eine ganze Menge zu zeigen. Und ich würde eigentlich am liebsten anfangen mit was mit der Uni zu tun hat. Ja, sehr gern. Wollen wir gehen? Ja. Gut. Perfekt. Das ist voll wie bei so einem Stadtfest. Die Vorlesungen sind gerade vorbei. Schau mal. Studieren ist für hässliche Mädchen. Das stimmt nicht. Sag ich als ehemalige Studentin. Würde ich auch nicht sagen. Nee, stimmt. Aber das war ein bisschen der Tenor der Zeit, zu der die Dame Aletta Jacobs gelebt hat. Das war im 19. Jahrhundert. Ja. Sie war die erste Studentin in den Niederlanden. In den Niederlanden überhaupt? Ja, im ganzen Land. Ja. Sie hat dafür sehr viel Widerstand bekommen. Man hat eigentlich gesagt, warum gehst du studieren? Bist du nicht schön genug, um einen Mann abzubekommen? Sehr kontrovers, dieses Thema, weil sie eben auch nicht die Feministin war, wie wir das heutzutage als Feministin bezeichnen würden. Sie war auch manchmal frauenfeindlich oder auch hat rassistische Bemerkungen gemacht. Also da gibt es eine ganz große Diskussion. Ist doch schön, dass darüber diskutiert wird. Sie sieht auch ein bisschen unzufrieden aus, muss man sagen. Sarah, was ist das denn für ein süßes altes Gebäude hier mitten in der Stadt? Das Gebäude wurde als Finanzamt hier hingestellt. Seitdem strahlt es über diesen kleinen Platz. Wettertechnisch muss man hier auch auf alles vorbereitet sein, oder? Ja, es regnet hier schon gerne mal. Ja, aber Gott sei Dank sind wir ja vorbereitet. Zack. Die Volkingestraat. Das ist eine wichtige Straße, denn das war früher unser jüdisches Viertel hier. Und hier hat das Leben der jüdischen Bewohner von Groningen stattgefunden. Und wir haben hier sogar eine Synagoge in der Straße. Und viel Kunst zur Erinnerung an die Juden. In dieser Straße waren noch viele Geschäfte von den jüdischen Bewohnern. Und das erinnert hier zum Beispiel auch daran. Wir sehen hier ein großes Pferd. Also ein Hintern von dem Pferd. Wir sehen den Hintern von dem Pferd, Ja. genau. Weil hier ein Pferdeschlachter war. Ah, okay. Und das soll uns daran erinnern, dass er hier seinen Laden hatte und damit auch einen wichtigen Beitrag zur Gesellschaft gedient hat. Einfach so versteckt, das muss man erst mal wissen. Das muss man erst mal Gut, wissen. dass ich dich dabei habe. Ich habe dir jetzt schon ein paar Kunstwerke, die erinnern an die Juden, gezeigt. Und diese Tür dürfen wir dabei nicht vergessen. Was fällt dir an dieser Tür auf? Die hat keinen Griff. Nee, die hat keinen Griff. Und das soll als Metapher dafür stehen, dass die Geschichte, über die wir sprechen, vom Zweiten Weltkrieg, hinter verschlossenen Türen liegt. Also wir können da nicht ran, wir können nichts dran ändern. Das ist geschehen. Also das steht dafür auch, wie die Geschichte von dieser Straße dann stattgefunden hat. Aber weißt du, was ich schön finde? Dass diese Straße heute noch so belebt ist. Ja, sogar ist diese Straße heutzutage eine unserer schönsten Einkaufsstraßen. So, aufpassen auf die Fahrräder. Jetzt freue ich mich aber auch aufs Warme. Hi! Welcome at Toots. Hallo, willkommen im Tut. Hi, Sarah. Joanna. What a nice smell. Was für ein Geruch. Thank you. Danke, danke. Willkommen in unserem Tutjes-Paradies. Das bedeutet Nachtischparadies.
Wir machen hier hausgemachte Kuchen und unsere Spezialität ist das Tuti's Dinner. Das ist ein 7-gängiges Abendessen mit Desserts. Nur Desserts. Das ist wirklich ein Paradies. Ja, das stimmt. Nehmt auch gerne Platz und ich bereite eine Verkostung für euch vor. Das ist eine gute Idee. Ist das alles süß hier? Ich finde, hier riecht das schon so gut. So nach Zimt. Bin schon ganz gespannt. Ja. Hi. Wow. Hier habe ich alles für eure Verkostung. It's a lemon meringue. Ein Zitronenbaiser, Käsekuchen mit Mango- und Limettentopping, ein warmer Lavakuchen mit geschmolzener weißer Schokolade im Inneren und unsere sehr beliebten Scones mit Clotted Cream, Lemon Curd und Himbeermarmelade. Here you go. Enjoy. Guten Appetit. Das sieht genauso gut aus, wie ich dachte. Und das Richtig schmeckt auch süß. so gut, wie ich Ja. dachte. Und du hast gesagt, ihr habt früher hier gewohnt, und dann seid ihr nach Deutschland gezogen Ja. und dann bist du wieder zurück. Genau, ich bin zum Studium wieder zurückgekommen. Ich habe immer mir vorgenommen, wieder zurück in die Niederlande gehen zu wollen. Warum? Vielleicht wegen des Hagelslags, den Schokostreiseln, die man sich aufs Brot macht. Ich hatte immer ein ganz gemütliches, ja, gesellig Bild zum Leben hier. Und das ist auch so. Alles ist so einfach und fröhlich und offen miteinander. Ja, das gefällt mir richtig gut. Ja, finde ich auch. Ja. Du, was machen wir denn als nächstes? Wir gucken uns noch mehr Kunst an und wir entdecken die Stadt aus einer anderen Perspektive. Hi. Hallo, Hi, ik ben Simin. ik ben Jeroen. Aangenaam. Hallo, Jeroen. Sarah. Herzlich willkommen. Danke. Sollen wir reinsteigen? Ja, natürlich. Na, perfekt. Oh, ich liebe Bootsfahren. Hier sind wir in das schönere Teil von Groningen, Hoge und Lage der A. Wenn man auf dem Boot ist, muss man winken. Das ist ungeschriebenes Gesetz. Hallo. Wir sind jetzt hier beim Norderhafen und der Norderhafen ist ein ganz besonderer Ort, weil das auch der letzte Hafen ist, wo man kein Liegegeld bezahlt. Deswegen türmen sich hier die Schiffe. Guck mal, wie gemütlich mit den ganzen Pflanzen. Du bist immer am Wasser. Ja, vielleicht kaufe ich ja eins. So, und dann wohne ich jetzt auf einem Hausboot in Groningen. Richtig tief, mind your head. Jeroen, was ist denn, wenn hier Hochwasser ist? Dann kommst du mit dem Boot nicht mehr durch. Eigentlich geht das immer gut. Eigentlich geht das immer gut. Turfstraße ist ein richtig schönes Bild. Sieht man den Martini-Turm. Da oben war ich schon. Mein Hintern erinnert sich noch dran. Das ist ja ein cooles Gebäude. Was ist denn das? Das ist das Groninger Museum. Simin, ja? Guck noch mal unter diese Brücke. Nochmal eine Nackenübung. Das hier ist ein Kunstwerk, das heißt die Windspiele oder die Kinderspiele auch. Also du siehst, hier sind lauter Kinder, die machen lauter verschiedene Aktivitäten. Du siehst jemanden, der in Schiffen anpupst. Genau, damit das Segelboot fahren kann. Oder jemanden, der gegen den Wind pinkelt. Nee, vor oder allem jemand, der von dem Baum angepinkelt wird. Passiert einem auch nicht so oft. Dankjewel, Jeroen. Ja, graag gedaan. Dankjewel. En heel veel plezier. Bedankt. Doei. Doei. Den frechen, pinkelnden Eisbänder von, den kenne ich schon. Du, sag mal, ich hätte irgendwie noch Lust, heute Abend ein bisschen auszugehen. Hättest du vielleicht später auch noch Zeit für mich? Ja, habe ich. Ja? Ja, dann denke ich schon mal drüber nach, wo wir hingehen. Perfekt. Hol mich doch einfach am Hotel ab. Mache ich. Cool, bis später. Bis später. Tschüss. Ciao.
Bist du bereit fürs Nachtleben? Ja. Perfekt. There's a lion song on the edge of a dream. Guck mal, Simin. Ich habe doch noch ein kleines bisschen Kunst für dich heute Abend. Oh, ist das schön. Woran erinnert dich das? Entweder an UFOs oder an Heiligenscheine. Ja, Heiligenscheine, das passt. Dieser Gang war dazu gedacht, um ein bisschen sich zur Kirche hinzuschleichen nach der Reformation. Und wir haben jetzt ganz viel Kunst und die Heiligenscheine erinnern auch ein bisschen daran. Und jetzt erinnert das auch ein bisschen an Disco-Beleuchtung. Hier ist ja schon was los, du. Es ist eigentlich noch relativ ruhig. Wirklich? Also hier geht's rund bis morgens um 9, 10 gerne mal. Wir haben hier keine Sperrstunde. Ja, guck mal, Sarah, das kenne ich schon. Hast du Lust auf ein Eierbein? Immer. Materielles Weltkulturerbe, besoffen Snacks essen, finde ich schon gut. Da haben wir heute Morgen angefangen. Da ist die Uni. Da ist die Uni. Ja, und ich nehme an, das ist die Bar, wo wir jetzt drauf zulaufen. Da gehen wir jetzt hin. Ja. Das sieht fancy aus hier. Hi. Hi. Wollt ihr was trinken? Yes. Ja. So, Ihr habt ja einen Haufen I think Schnaps. you have a lot of liquor here, right? Das, was ihr dort seht, nennen wir die Wand der Schnäpse. Oben haben wir unsere eigene Brennerei und die Wand ist mit unseren selbst destillierten Spirituosen gefüllt. Von verschiedenen Rumsorten über Cachaça bis hin zu Wodka und so weiter. Alles hausgemacht? Ja, alles hausgemacht im ersten Stock. Und hier seht ihr unseren Barassistenten Armando, den Roboterarm. Armando. Er ist wirklich nützlich. Und er verschüttet nichts. Also, was darf's sein? Könnte ich einen Slow Collins bekommen? Einen Slow Collins? Ich hätte gern irgendwas Fruchtiges. Ich kann dir einen Himbeer- oder sogar einen Passionsfrucht-Martini mixen. Und dann sehe ich auch, wie Armando arbeitet. Ja, jetzt legt Armando los. Hier der Passionsfrucht-Martini mit Prosecco und der Slow Collins. Thank you. Oh, das sieht so schön aus. Bin ganz gespannt. Sarah, dann rusten wir an und erstmal danke für den wundervollen Tag und dass du mir alles gezeigt hast. Gerne. Nach der langen Nacht brauche ich auf jeden Fall ein bisschen frische Luft und Bewegung und das geht hier am besten natürlich mit dem Fahrrad. Ich habe eine kleine Tour vor über Land, aber eine Sache fehlt mir noch, genau mein Fiets hier. I'm leaving home for the coastline, someplace under the sun. Ist das nicht schön? Ein guter Stopp auf dem Weg ins Grüne ist hier der Reitdiebhafen mit diesen schnuckeligen bunten Häuschen. Moving on, yeah, I'm moving on. And there's a place that I've dreamed of. I'm moving far away to a sunny place where it's just you and me. Feels like we're in a dream. You know what I mean.
schönstes Dorf 2019? Mal gucken, ob das heute noch stimmt. Hier in Niehofe bin ich verabredet mit Baudewein. Er zeigt mir sein Dörfchen und erklärt mir vor allem, was so besonders daran ist. Guten Morgen. Guten Tag. Guten Tag. Ich bin Simin. Hallo, ich bin Baudewein. Baudewein. Ja. Ja, prima. Herzlich willkommen hier in Niehofe. Es ist so schön hier. Es ist schön ich hier. bin ganz verliebt. Wir leben hier sehr gut zusammen, aber auch sind wir aktiv Ja. in der Kirche und hier auch in diesem Restaurant. Ah, ihr habt sogar ein Ja, Restaurant. Restaurant, indonesische Küche und sehr lecker. Schön. Wie viele Leute leben denn heute noch hier? Ja, um die Kirche herum ungefähr 50. Also nicht viele junge Leute mehr. Das ist doch total niedlich hier. Ich könnte mir vorstellen, hier zu wohnen. Ich habe von dem Begriff Warfdorf gehört. Was genau ist denn das eigentlich? Ein Warfdorf ist ursprünglich gebaut auf einem Podium, ungefähr 50 Zentimeter hoch. Viehmist und alles hat man einfach rausgeworfen. Also allmählich wuchs die Warft und wurde sicherer gegen, na, wie gesagt, hier das Wattenmeer. Also als ein Bauernhof zu Ende war, Ja. dann hat man auf dem alten Hof einen neuen Bauernhof gebaut. Und so wuchs man höher. Ja. Ich bin ganz geschafft von dem Abstieg. Es ist ein Mont Blanc und Zugspitze zugleich hier. Das soll man alles in Ruhe machen. Und da hinten sieht man ja auch schon euer Bergmassiv. Ja. Ungefähr 5 Meter hoch. Ja. Aber in der Groninger Landschaft kann man das sehr gut erkennen. Nicht? Ja. Man soll nicht so schnell fahren. Wir verbleiben so, wenn hier ein Haus frei wird, sagst du mir Bescheid, ja? Dann rufen wir an. Ja. Perfekt. Ja, Okay, danke komm, dann sehr. gehen wir noch ein Stück zusammen. Und gern geschehen. Dank dir. Danke, Danke. Enjoy. Was für ein entspannter Tag das doch heute war. In der frischen Luft, in der Natur. Sowieso, was Groningen alles bietet, da hätte ich vorher nicht erwartet. Von Kultur, Nachtleben nicht vergessen, bis hin zu den kleinen gemütlichen Dörfchen. Vielleicht hat es euch ja auch überzeugt. Und wir sagen jetzt gar nicht Tschüss, sondern Tot ziens. Also auf Wiedersehen. Cherry blossom, today was awesome.